Guten Morgen, hier an Tag 7. Genau, morgen. Moin, moin. Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, es hält nach und nach eine andere Art von Drohnenaufnahme Einzug in unsere Videos. Ich übe noch und ich kann mir hier leider nicht so gut angucken, wie sie tatsächlich geworden sind. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie ihr sie findet. Wie gerade gesagt, wir haben Tag 7. Wir werden heute wieder etwas in Richtung Auto zurückpaddeln. Da haben wir uns nochmal 2 schöne Inseln ausgeguckt, die in Frage kommen würden. Falls sie gar nicht in Frage kommen, können wir auch nochmal weiter paddeln bis zu der Insel, wo wir die erste Nacht verbracht haben. Die war zwar jetzt nicht so super zum Lagern, aber sie wird es immerhin tun. Also damit hätten wir auf jeden Fall eine Notfalllösung. Und dann, wenn jetzt nichts komplett Unvorhergesehenes dazwischen kommt, werden wir morgen aus der Tour aussteigen. Denn dann schaffen wir auch noch die andere Tour, die wir danach geplant haben. Wenn wir länger bleiben würden, wird das ein bisschen knapp werden und wir würden schon gerne beide Touren machen und dann würde für euch auch nochmal ein zusätzliches Video entstehen. Wie gewohnt starten wir mit Kaffee und Müsli, das steht schon da hinten. Dann packen wir zusammen und paddeln los. Noch genießen wir aber ein bisschen die Aussicht, ne? Ja, das auch. Das wir stimmt. haben heute, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, Sonnenschein, so gut wie kein Wind. Wenig Windverschleiß nicht, ja. Ja, also so langsam zieht dann doch das gute Wetter mal hierher. Ja. Jetzt, wo wir die Tour beenden wollen, ist auch gut. Ja. Aber ich glaube, da, wo wir hinfahren, soll das Wetter auch gut sein, ne? Ja. Ja. Das wäre schön. Bis jetzt haben wir mal einigermaßen Glück gehabt mit dem Regen, dass er nicht zum allerungünstigsten Zeitpunkt kam. Jetzt mal der eine Regenschauer, wo wir auf dem Wasser waren, aber da waren wir halt auch schnell runter und konnten uns in Sicherheit bringen. Und ansonsten hatten wir mal schon aufgebaut, sodass jetzt nicht alles klitschnass ist, dann ist das schon okay. Und gut, da muss man halt auch immer mit rechnen, ne? Also wir waren auch schon mal in Norwegen, 2 Wochen lang, da hat es nur geregnet. Und da, wo wir jetzt vorher waren in Finnland, wo wir die 2 Tage waren, da hat es auch ohne Unterbrechung geregnet und sollte auch wirklich tagelang noch weiter regnen. Also das ist hier keine Seltenheit, wenn man hierher kommt. Ja. Muss man das immer mit einplanen. Andersrum sollten wir mega dankbar sein für das Glück, was wir die letzten 2 Mal hatten, wo wir quasi gar keinen Regen hatten. Ja. Das stimmt. Na gut, dann machen wir mal weiter. Das war so unsere Insel. Wir haben auf der anderen Seite gelagert. Und in die Richtung noch ein bisschen durch das Areal mit den vielen Inseln machen wir uns so langsam in Richtung zurück.
Häuschen. Der Wind treibt uns glücklicherweise genau in die richtige Richtung. Und es gibt selbstgemachtes Trockenfleisch. Wie ihr euch sehr, sehr einfach selber Trockenfleisch macht. Dazu haben wir tatsächlich schon ein Video abgedreht. Verlinken wir euch jetzt mal hier oben. Nämlich echt ein genialer Snack für unterwegs. Sehr viel Protein, sehr, sehr lecker. Wie gesagt, nicht schwer herzustellen. Und wenn man beim Einkauf der Zutaten ein bisschen guckt, wie viel und wo man kauft, kann man sogar im Verhältnis zu dem fertig gekauften auch noch Geld sparen. Und man weiß, was man für eine Qualität bekommen hat. Sieht man richtig, wie die Strömung da vorne rumgeht, ne? Ja. Da bricht er schon ab. Den letzten Metern hier nochmal ordentlich Gegenwind. Das da vorne, das ist eine ganz kleine Insel, die könnte es eventuell werden. Das sah nicht so gut aus. Nee, wir könnten uns hier bei der großen mal nach vorne die Spitze angucken. Fisch? Das sieht barschig aus. Ja. Ein schöner Barsch. Oh, Da hat er sich schon gelöst. das ist ein schöner Barsch. Gesehen? Ja. Barsch, Barsch. Barsch, Barsch, Barsch. Kleine Insel war leider nichts. Da hätten wir keinen Platz gefunden fürs Zelt. Deswegen gucken wir uns jetzt hier von der großen Insel einmal noch da vorne die Spitze an. Da sieht ziemlich flach aus. Da könnte vielleicht ein Platz sein. Inselklappe die dritte. Die Landzunge da oder die Spitze von der Insel hat uns auch nicht so gut gefallen. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal die Insel hier an. Die hatte auf der anderen Seite, von der wir angefahren sind, auf jeden Fall schon eine schöne Stelle. Nichts Besseres kommt, werden wir die auch nehmen. Aber jetzt fahren wir einmal außen rum. Das ist sie. Da haben wir eben gestartet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch hier auf der anderen Seite mal an Land, oder? Das sah doch ganz okay aus. Ja. Gut. Dann gucken wir mal. Da sind ein paar Bäume umgekippt. Mal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo einen Fisch überlisten kann. Nochmal gerade alleine mit dem Kanu raus. Christine ist weiter im Lager zugange. Mal schauen, ob hier irgendwas geht. Bin mal gespannt, das Boot ist alleine und ohne Gepäck
Schon sehr winteranfällig. Während Marian gerade noch versucht, einen Fisch an die Angel zu bekommen. Er ist also gerade mit dem Boot nochmal rausgefahren, versucht sein Glück. In der Zeit werde ich jetzt mal mich auf die Jagd begeben. Auf die Jagd nach Pilzen. Und gucken, ob ich Glück habe und was Schönes finde. Das sind Pfifferlinge. Oh yeah. Wo Pfifferlinge stehen, sind meistens in der Nähe noch mehr. Teilweise gut versteckt. Da stehen die nächsten. Ein bisschen freikämpfen hier. Oh. Oh. Da steht ja noch ein schöner hinter. Ab in die Sammeltasche. Leute, seht ihr das? Schon wieder welche. Kommt ja doch noch was zusammen für heute Abend. Sehr schön. Fisch. Ja. Kleiner Barsch. Wieder zurück. Ja. Mutig. Dämlich, ich habe Wasser in die Nase. Der Tag war ganz schön anstrengend. Wir sind weit gepaddelt, vor allen Dingen dann mit dem Gegenwind. Die Insel hier ist nicht so klasse zum Lagern, auch wenn es erstmal so aussah. Wir haben zwar nicht so weit zum Boot, aber hier war nicht wirklich ein Platz, wo das Zelt gut hinpasst. Da vorne steht es nicht so optimal, aber gut, für die Nacht wird es schon reichen. Wir wollen ja morgen dann früh los. Alles sehr felsig hier. Ja. Liegen überall große Steinklumpen und Löcher dann dazwischen. Da muss man auch echt aufpassen, wo man lang geht. Ja, das stimmt. Mit dem Angeln war gerade auch nicht mehr so erfolgreich. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht so super viel von sehen, weil bei der einen Kamera ging ziemlich schnell der Akku leer. Und die andere konnte ich nicht so richtig drehen, dass man wirklich was sehen konnte. Deswegen habe ich nicht so viel gefilmt. Ihr habt aber auch nichts verpasst. Den einen einzigen Barsch, den ich da gefangen habe, den habe ich euch ja gezeigt. Es war nur ein kleiner, deswegen durfte er wieder weiter schwimmen. Dafür war die Christine deutlich erfolgreicher beim Pilzsammeln. Genau. Gibt also gleich noch einen kleinen Nachtisch. Und als Hauptgericht gibt es, man kann es schon fast als Tradition auf längeren Touren bezeichnen, machen wir jedes Mal Spaghetti al Olio. Jede Menge Knoblauch Ja. Frischer Knoblauch. und Chilis. 4 von denen mit Schärfegrad ungewiss. Zwiebel ist für die Pilze gleich.
Ja, schon die Pilze gereinigt. Mhm. Bob. Jetzt bin ich gespannt, wie scharf sind sie geworden. Hätte noch ein bisschen schärfer sein können. Ja, vielleicht kommt das ja am Schluss. Aber lecker. Sehr lecker. Wenn wir die zweite Portion Nudeln essen, werden die Pilze schon mal gegart. Das duftet. So mag ich Pfifferlinge am liebsten. Zwiebel, Salz, Pfeffer, vielleicht noch ein paar frische Kräuter. Sehr Jetzt lecker. vielleicht noch ein paar frische Kräuter sammeln. So. Die Sonne schwindet auch schon. Es ist schon wieder dunkel. Deswegen essen wir jetzt nur noch die Pilze auf und gehen dann ins Bett. Zu euch sagen wir wieder gute Nacht. Gute Nacht. Einen guten Morgen hier am 8. und letzten Tag dieser Reise. Guten Morgen. Der Erfahrung nach ist es am Morgen hier immer etwas ruhiger als dann später bei der Ankunft am Auto, wo noch hektisch eingepackt werden darf. Deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen und euch schon mal ein Fazit zur Reise geben. Aber keine Sorge, das Video ist noch nicht vorbei. Wir werden natürlich auch die Rückfahrt noch filmen und ich werde euch wahrscheinlich auch wieder zeigen, wo wir das Auto haben stehen lassen, denn für den einen oder anderen könnte es bestimmt auch spannend sein, wie man hier so parken kann. Unterm Strich muss man vorweg sagen, war die Reise sehr schön. Wir hatten nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, wie wir es die letzten Male hatten. Das ist aber okay. Wir hatten zwischendrin immer wieder mal schönes Wetter, durften auch baden gehen und hin und wieder mal so ein bisschen Regen auf dem Tarp oder auf dem Zeltdach ist doch auch ein bisschen romantisch. An sich finden wir die Region hier sehr schön. Das Naturreservoir, was wir uns angeguckt haben, war natürlich auch schön, aber es war deutlich mehr los, als uns das lieb gewesen wäre. Also da waren wirklich mit Abstand die meisten anderen Kanuten. Und ja, die Beschränkungen sind uns dann doch ein bisschen zu viel. Wir wollen wild campen. Deswegen wäre das für uns nichts. Wer da kein Problem mit hat, findet da auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel schöne, unberührte Natur. Und nach dem, was wir so gesehen haben, ist es in dem anderen Naturreservoir, das weiter unten liegt, sehr, sehr ähnlich. Aber dennoch muss man sagen, das Areal mit den vielen Inseln hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Hätten wir mehr Zeit gehabt, wären wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter reingepaddelt. Und wenn wir irgendwas anders machen könnten, dann hätten wir, glaube ich, von Anfang an noch ein bisschen näher direkt daran gestartet, was nicht immer ganz so einfach ist, wegen dem Thema Parkplatz eben. Da muss man dann mal gucken, wo man wirklich was findet, wo man sein Auto dann auch guten Gewissens diese lange Zeit stehen lassen kann. Aber wenn das möglich ist, ja, dann wären wir tatsächlich lieber ein bisschen näher daran gestartet und hätten mehr Zeit dort verbracht. Denn da hat es uns wirklich gut gefallen. Das war genau das, wonach wir gesucht haben. Viele, viele Inseln, sehr, sehr unberührte Natur, nur noch ganz wenig Hütten. Wir haben wenig Motorboote gesehen. Ein anderes Kanu haben wir in der Zeit gesehen, wo wir dort gewesen sind. Und das ist genau das, was wir wollten. Der ein oder andere könnte sich vielleicht auch noch einen kleinen Vergleich wünschen mit der Region, wo wir das letzte Mal gewesen sind. Das ist für uns schwer, zumindest auf objektiver Basis. Man muss sagen,
Wenn man es jetzt mal so in den direkten Vergleich setzt, hat es uns letztes Jahr deutlich besser gefallen, weil wir einfach viel mehr Glück mit dem Wetter hatten. Vielleicht spielt auch noch so ein bisschen damit rein, dass es das erste Mal hier gewesen ist. Da ist natürlich auch immer noch ein bisschen mehr Aufregung. Und wir hatten uns damals auch schon riesig auf die Region Saimaa gefreut, haben viel davon gelesen, viel gesehen. Deswegen ist so rein auf unserer Seite in der emotionalen Basis das letzte Mal ein bisschen schöner gewesen. Wenn man es direkt miteinander vergleicht, würde ich aber, glaube ich, auch sagen, dass die Region letztes Mal noch ein bisschen schöner gewesen ist. War weniger los auch. Ja gut, das kann an der Zeit gelegen sein. Wir waren da 3 Wochen, ja, 3 Wochen später dran als jetzt. Das ist schon wieder ein bisschen nach der Saison. Stimmt. Es war aber weniger los, das stimmt. Aber das ist natürlich auch immer eine Glückssache, auf welcher Insel man jetzt nun landet oder nicht. Wir haben da, finde ich, etwas mehr schöne Lagerplätze gefunden. Ja, aber es ist schwierig zu sagen. Also es ist beides sehr, sehr schön. Egal, wo es einen hinführt, man macht mit beiden Regionen definitiv nichts falsch. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, wenn ihr herkommt, sucht euch auf der Karte ein Areal mit vielen Inseln aus. Denn dann findet man abgelegene Orte und Einsamkeit. Achtet dabei aber immer auf Schutzgebiete und Nationalparks und haltet euch an alle geltenden Regeln. Wie gesagt, wir fanden es hier sehr, sehr schön, hatten sehr, sehr viel Spaß und hoffen natürlich ihr auch. Jetzt gibt es aber erstmal Kaffee und Müsli und dann starten wir in den letzten Paddeltag. Lager ist abgebaut. Hier so irgendwie was hinbekommen, unser Zelt hinzustellen. Da haben wir gegessen, umgeguckt, alles weg. Boot ist beladen. Also geht's jetzt weiter. Wir verlassen die Insel. Vorne ist sie gewesen. Noch sind wir hier geschützt in der Bucht und trotzdem peitscht der Wind schon rein. Und man hört und sieht es auch an den umliegenden Bäumen. Heute soll mit Abstand der wärmste Tag werden. Deswegen haben wir uns mal ordentlich mit Sonnencreme eingekleistert und so luftig wie möglich angezogen. Aber wie gesagt, viel Wind. Und wie es ausschaut, wie sollte es auch anders sein am allerletzten Paddeltag? Man möchte sich ja auch noch mal alles gönnen. Kommt der Wind genau aus der Richtung, in die wir müssen. Wir fahren jetzt wieder in die sehr große Bucht, in der wir auch gestartet sind. Und da sieht man sofort wieder hier vorne Häuser, Hütten, Boote, das ganze Ufer entlang. Sobald halt irgendwo Straßen sind in der Nähe des Wassers, findet man auch immer mehr Zivilisation. Die Finnen sind schon sehr groß da drin, dass sich jeder hier sein eigenes Plätzchen am Wasser geschaffen hat. Deswegen ist auch immer alle paar 100 Meter eine Hütte. Daher die Empfehlung von vorhin, für euch wahrscheinlich eben, fällt mir gerade auf. In so viel Wildnis und Freiraum kann man bei uns in Deutschland nur träumen. Machen wir. Ja, machen wir, genau, bis wir wieder in den Urlaub dürfen. Der Wind ist wirklich unerbittlich. Wir machen jetzt hier mal eine kurze Pause. Das ist echt anstrengend. Geht jetzt schon seit einer Weile wirklich genau gegen den Wind. Wenn der Wind, genau. Ja, und man Christins Stimme versteht. Deswegen sage ich es sicherheitshalber nochmal. Es wird auch bis zum Schluss so weitergehen, wenn der Wind nicht aufhört. Das ist echt anstrengend. Paddelt mit voller Kraft und kommt trotzdem kaum voran. Auch nach der Pause will der Wind nicht nachlassen. Paddeln schon extra so dicht wie möglich am Ufer und nutzen den Windschatten jeder Landzunge. Die da vorne, die an der Brücke. Aber ich glaube, nach der Brücke wird es nochmal richtig lustig.
Da sieht man schon richtig Schaumkronen. Man muss sagen, die Leute hier sind echt richtig nett. Jeder grüßt, der vorbeikommt. Und gerade hat sogar einer mit seinem Schnellboot angehalten, gefragt, ob bei uns alles okay ist. Ich habe ihm gesagt, ja, mal gucken, ob das ein Fehler war. Und im allerschlimmsten Fall muss man halt anhalten, wenn es nicht mehr geht. Das nächstgelegene Ufer. Guck mal richtig, die Landzunge da vorne fängt richtig viel Wind ab, ne? Ja. Sehr gut. Ist noch mal ein paar. Graut mir davor, was zum Nachkommen. Ja, da graut es mir auch vor. Hier sieht man es jetzt richtig gut. Wir sind jetzt gerade hier noch von der Landzunge geschützt. Und genau unter der Brücke sieht man, wie der Wind reinkommt. Den Wellen. Das wäre jetzt gerade wahrscheinlich auch ein richtig guter Ort, um mal die Angel ins Wasser zu halten. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Wir uns weiterhin nur mit einem km/h fortbewegen, wenn überhaupt. Bei dem Wind. Da brauchen wir ewig. Ja. Also das wird jetzt schon heftig da gegen den Wind. Ja. Kurze Pause hier am Ufer zum Kräftesammeln noch einmal und zum Überlegen, wie wir weitermachen. Ja. Kleine Planänderung, Leute. Gegen den Wind. Mit einem Schlauchboot. Keine Chance. Versuchen jetzt hier links in die Bucht rein. Da müsste es ein bisschen schmaler werden, dass wir es vielleicht da überqueren können. Und dann suchen wir mal nach einer Stelle, wo wir da an Land gehen können. Denn die Straße, an der unser Auto steht, sollte eigentlich bis dahin gehen. So sieht es zumindest auf der Karte aus. Und dann müssen wir mal gucken, ob man das Auto vielleicht dahin holt, wo wir an Land gegangen sind. Denn ein Tag Pause wird leider auch keinen Unterschied machen. Morgen soll der Wind sogar noch heftiger werden. Und dann kann man es wirklich ganz vergessen, voranzukommen. Ja. Wow, guck die Wellen an. Boah, ach du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht kentern bei den Dingern, Schatz. Mit dem Wind leicht von der Seite kommen wir wenigstens noch mal voran, ne? Ja. Dann kommen noch mal ein paar größere. Ja. Macht schon auch Spaß, wenn es nicht so anstrengend ist. Schilf, der rettende Strohhalm in der Not. Hier kurz festhalten. Eigentlich müssten wir in diese Richtung, die große offene Bucht, volle Kanne gegen den Wind, wirklich weit noch in diese Richtung, dem Land entlang. Steht irgendwo das Auto. Und deswegen werden wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwo rüberkommen. Das ist nochmal eine Insel und das Land da drüben. Durch dieses Land geht zumindest der Karte nach, wie gesagt, die Straße, an der unser Auto steht. Wahrscheinlich eher ein Feldweg. Oder ein Feldweg, ja, was auch immer, aber zumindest eine Chance. Deswegen, wenn wir jetzt mal hier rüberfahren, solange der Wind von der Seite kommt, kommt man voran. Man wird zwar ein bisschen abgetrieben, aber es ist nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen da drüben irgendwo an. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, sind die großen Wellen. Die sind schon sehr groß. Die wirklichen Klopper, die hier durchkommen, immer wieder mal vereinzelt. Oh. Bis jetzt bestätigt sich unsere Hoffnung. Hier in der Bucht ist der Wind etwas schwächer. Da von der Seite kommt, kommen wir auch voran. Wir werden zwar ein bisschen abgetrieben.
Gerade auf der Karte nochmal einen Punkt rausgesucht, wo man hoffentlich gut an Land gehen kann, dann eventuell auch zu der Straße kommt. Und mit denen hier auf meiner Uhr als Ziel markiert, so dass ich jetzt immer mal schnell so gucken kann, ob wir noch auf Kurs sind. Bis jetzt sieht's gut aus. Der Wind ist zwar nicht ganz so heftig wie auf dem offenen Wasser, aber ich komme auch nur langsam voran zur nächsten Stelle, die vielleicht etwas sein könnte. Vielleicht ist da ein ganz kleiner Weg, der vom Ufer hochgeht, weil ansonsten ist es ja auch überall sehr steil. Wir müssen auch das ganze Equipment irgendwie noch da hochbringen. Und ich habe keine Lust, den ganzen schweren Krempel inklusive dem Boot irgendwie einen Kilometer in den Hang hochzuschleppen. Man merkt auch sofort die Temperaturunterschiede. Heute ist deutlich wärmer. Dann kommt auch viel mehr der Geruch des Kiefernwaldes raus. Den haben wir jetzt schon die ganze Zeit in der Nase. Riecht richtig gut. Die Bucht hier, da werden wir jetzt mal gucken. Irgendwo da könnte laut Karte ein Weg sein, vielleicht auch nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal an Land gehen und schauen, ob wir da irgendwie zur Straße kommen. So sieht es jetzt hier aus. Vom Weg erstmal keine Spur. Da sieht es auch sehr steil aus. Da vorne vielleicht. Müssen wir uns mal angucken, ob wir hier irgendwie rauskommen würden. Aber eigentlich wird es langsam auch alternativlos, ne? Ja. Ja. Schlagen wir uns mal durchs Gestrüpp und Gucken wir mal, ja. Auf der Suche nach dem Weg darf ich jetzt erstmal hier hochklettern. Vielleicht gibt es da oben einen Weg. Sieht auf jeden Fall ebener aus. Da unten ist das Wasser. Da liegt unser Bötchen. Hier bin ich jetzt hochgeklettert. Kleine Stärkung. Oh, nichts vom Weg. Ja, kein Weg. Aber wir werden jetzt auch nicht nochmal woanders hin paddeln. Die Gefahr hin, dass es dann da genauso schlecht ist, sondern jetzt hier alles ausladen, sammeln und dann in Etappen querfeldein da hochtragen. Was anderes bleibt uns leider nicht übrig. Boot, 25 Kilo. Bootswagen voller Mülltüten, Bootsbänke, schwere Tasche, mittelschwere Tasche, mittelschwere Tasche, schwere Tasche, schwere Tasche, schwere Tasche, schwere Tasche, Hügel. Hui. Ich pack das nicht. Wärst du lieber gegen den Wind gefahren? Im Augenblick ja. Man weiß es immer nicht, aber der Wind war schon heftig. Wir sind da, wo der richtig durchgepatscht ist, kein Stück vorangekommen. Und das ist jetzt zwar anstrengend, aber machbar. Der Karte nach sind es 700 Meter da hoch. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was da noch an Steigung kommt, aber we will see. Wir tragen jetzt so weit wie man kann. Ich sehe, ich habe hier schon einen fetten Stich. Überall anders auch. Bin von den Mücken richtig zerstochen worden. Gerade mal eingesprüht. Tragen wir den Krempel da hoch. Und dann schauen wir weiter. Oh, wahrscheinlich sieht man es mir an. Im Eimer. Maximal. War weiter als gedacht. Oh. Irgendwo da. Kann sie vielleicht nicht sehen, aber liegen die Sachen. Das hier ist der Weg. Wir haben jetzt über 3 Stunden die Sachen durch den Wald getragen. Waren eh schon erschöpft.
Und das war jetzt wirklich anstrengend. Über Stock und Stein. Manche von den Sachen sind echt nicht leicht. Das Boot, den Bootswagen da durchgezogen. Zum Auto. Sind es jetzt noch 8 Kilometer hier entlang. Laufen, holen, die Sachen ins Auto schmeißen und dann gucken, dass wir irgendwo nur das Dachzelt aufklappen und uns reinlegen. Ich kann nicht mehr. Ich hoffe, man sieht mich fliegen hier. Milliarden kleiner Fliegen. So geschwitzt, dass das Antibrom natürlich alles schon wieder ab ist. Boah, auch die Mücken stechen einen wieder. Völlig im Eimer. So sehen hier die Straßen aus. Und vorher irgendjemand fragt, warum wir nicht hier angelandet sind, das ist die andere Seite. Das wären viele, viele Kilometer Umweg gewesen. So sah auch die Straße aus, in der wir dann irgendwo mal links ab in Richtung Wasser gefahren sind. Ja, bin gerade losgelaufen. Nur die allerwichtigsten Wertgegenstände dabei. Es wollte keiner von uns zu spät am Abend. Wir haben jetzt schon nach 8 Uhr. Richtig geil. Noch die lange Strecke alleine laufen. Haben das Equipment im Wald versteckt und laufen jetzt zum Auto. Eieiei. Und so einen Weg da vorne, beziehungsweise genau diesen Weg, den sind wir dann reingefahren hier von dieser Straße. Ja, das ist eine Straße, das ist ja auch ausgeschildert als Straße tatsächlich noch. Immer darauf achten, dass da keine Schranke ist. Kein Schild steht, dass das als privat ausweist. Wir fahren auch nicht rein, wenn eine Hausnummer oder ein Briefkasten dran ist. Und dann kann man da reinfahren und gucken, ob irgendwo ein Platz kommt, wo man das Auto so abstellen kann, dass es nicht stört. Ob es wirklich 100% offiziell erlaubt ist, keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall geduldet. Solange man niemanden stört oder blockiert, kann man am Straßenrand hier schon parken. Aber es gehört immer einiges an Sucherei dazu. Es hat auch eine Weile gedauert, bis wir das hier gefunden haben, weil die meisten Wege, die zum Wasser führen, schon privat sind. Da vorne am Straßenrand einfach in eine Parkbucht rein stand das Auto die letzten Tage. Weiter die Straße zurück, die wir hergekommen sind, wäre auch ein Parkplatz gewesen, ein offizieller. Der war aber brechend voll, als wir da angekommen sind, und für uns wäre kein Platz mehr gewesen. Deswegen sind wir einfach weitergefahren, bis wir den Platz hier entdeckt haben. Ob es jetzt nun die richtige oder beste Entscheidung gewesen ist, die Tour so zu beenden, man weiß es nicht. Klar ist auf jeden Fall, vorhin gegen den Wind sind wir auch nicht mehr angekommen und das wäre auch noch sehr weit gewesen. Ja. Und so, auch wenn es jetzt deutlich später und noch viel erschöpfter ist, als wir es geplant haben, sind wir immerhin am Ziel angekommen. Wir werden jetzt gleich nur noch hier, wo wir vor 8 Tagen das Boot zu Wasser gelassen haben, in selbiges kurz reinspringen, um die Liter von Schweiß von unserem Körper abzuwaschen und uns mal ein bisschen abzukühlen. Und dann zurückfahren und das Equipment holen. Und wirklich nur noch irgendwo am Straßenrand das Dachzelt aufklappen. Uns reinlegen und schlafen. Und wie? Und wie? Für euch endet das Video an der Stelle. Ihr Lieben, in diesem Sinne bleibt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Macht's gut. Bis dann. Ich hätte ja noch mit einem Zettel gerechnet, dass wir hier nicht parken dürfen. Oder sollen. Oder alles gut, dass wir hier parken, weil ich lege immer einen Zettel ins Auto. Wenn irgendein Problem mit meinem Auto ist, mich bitte anrufen. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Oh.